Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen dritten Teil der Nextcloud-Reihe möchte ich euch mehr oder weniger das Wichtigste zeigen, was es zum Thema Nextcloud gibt. Vor allem, wenn ihr es auf einem Raspberry Pi ausführt, den Nextcloud, dann ist dieses Video mehr oder weniger das Wichtigste. Denn im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Nextcloud Beine macht oder ja Nextcloud so einstellt, dass das Ganze sehr flüssig läuft. Das heißt, wenn ihr Bilder in Nextcloud aufruft, dann dauert es ja immer, bis diese Bilder erzeugt werden, und das kann mehr oder weniger ziemlich nervig sein, wenn man unterwegs ist oder auch zu Hause im heimischen Netzwerk ist und eine Seite lädt oder die Bilder laden will. Also wie gesagt, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das Ganze so beschleunigt, dass es auch Spaß macht auf einem Raspberry Pi, beziehungsweise das gilt auch für Computer, denn das Ganze wird dann so optimiert, dass die Bilder sehr schnell geladen werden. Also, falls ihr Interesse daran habt und wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo da lassen würdet. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich auch über einen Kommentar in der Kommentarspalte sehr freuen. Also, jetzt das Intro und dann geht's sofort los. Viel Spaß mit dem Video. Okay, also ich gehe wieder davon aus, ihr habt Nextcloud auf einem Raspberry Pi installiert mit OMV, so wie ich es euch in den letzten Videos gezeigt habe. Ich verlinke euch das auch nochmal hier oben, falls ihr das nicht gesehen habt. Das Ganze, was ich euch heute zeige, ist ausgelegt, damit es auf einem Raspberry Pi funktioniert. Wie es sich mit anderen Installationen verhält, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich garantiere euch, wenn ihr das Ganze genauso gemacht habt, wie ich es in den letzten Videos gezeigt habe, dann wird das heute auch wieder funktionieren. Und Nextcloud wird ein bisschen schneller oder um einiges schneller auf einem Raspberry Pi. Wie es sich auf einem mehr oder weniger leistungsfähigen Rechner verhält, kann ich euch nicht sagen, aber selbst dort wird man einen deutlichen Anstieg, da bin ich mir ziemlich sicher, merken, was die Performance von Nextcloud angeht. Zuerst mal ein bisschen Hintergrundinformation. Also woran liegt es, dass Nextcloud mehr oder weniger langsam ist, wenn Bilder geladen werden? Das liegt einfach daran, dass Nextcloud bzw. euer Raspberry Pi zuerst mal das Bild im Hintergrund erstellen muss, ein Vorschaubild. Denn die Bilder, die ihr hier seht, diese Thumbnails oder wie man das auch immer, also diese Vorschaubilder, wenn ich hier den Ordner öffne, zum Beispiel, ich habe jetzt mal hier einen Ordner angelegt, wenn ich den öffne, dann muss Nextcloud zuerst mal ein Vorschaubild generieren. Und dieses Generieren der Vorschaubilder beansprucht nun mal Zeit. Diese Bilder hier, die sind alle schon generiert worden, deswegen sind sie auch sofort sichtbar, auch wenn jetzt das Öffnen ein bisschen gedauert hat, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber die Bilder sind sofort da, wenn man das Ganze öffnet. Das, was ihr jetzt hier zum Beispiel seht, sind nicht die Bilder in voller Auflösung, sondern in reduzierter Auflösung. Und diese reduzierte Auflösung, die muss ja irgendwann mal erstellt werden. Und dieses Erstellen wird normalerweise erst dann gemacht, wenn ihr auf diesen Ordner zugreift. Und euer Raspberry Pi muss nun mal diese Bilder zuerst mal generieren, um sie euch überhaupt anzeigen zu können. Und dieses Neukodieren, das dauert halt und beansprucht auch die CPU, und deswegen dauert das Ganze ein bisschen länger. Damit das Ganze nicht so lange dauert und Nextcloud oder euer Raspberry Pi auf vorhandene Informationen zurückgreifen kann, gibt es eine App, die diese Bilder im Hintergrund für euch generiert, und wenn ihr dann auf diese Bilder zugreift, dann sind die schon da und müssen nicht erst generiert werden. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch, wie gesagt, im heutigen Video zeigen. So, ich habe jetzt mal hier OMV, weil das bei OMV richtig gut dargestellt wird, hier die CPU-Auslastung und die RAM-Auslastung hier daneben gestellt. Den Ordner hier, diesen Ordner Test 1, den habe ich, soweit ich mich erinnere,
noch nicht geöffnet und es sollten dementsprechend noch keine Vorschaubilder generiert worden sein. Das heißt, wenn ich ihn jetzt das erste Mal öffne, dann sieht man hier an der CPU-Auslastung, dass der Raspberry Pi zuerst mal diese Bilder generieren muss und das dauert jetzt halt, wie gesagt. Man sieht, Raspberry Pi ist an 100% Grenze und erzeugt diese Bilder jetzt. So, wie ihr seht, das Ganze hat jetzt eine gewisse Zeit gedauert, bis diese Vorschaubilder generiert wurden. Es wurden nicht nur die Vorschaubilder generiert, sondern es wurde auch, wenn ihr jetzt da drauf klickt, so eine Art Vorschaubild erzeugt. Es werden also mehrere Vorschaubilder erzeugt in mehreren Varianten, also in mehreren Auflösungen. Und das Ganze, wie ihr seht, dauert eine gewisse Zeit. Ich habe mal hier 2 Ordner geöffnet, wo diese Vorschaubilder zu sehen sind. Das sind diese 2 Ordner, das soll jetzt einfach nur mal ein Beispiel sein. Diese Ordner sind im Nextcloud-Ordner, beziehungsweise wenn ihr diese App installiert habt, könnt ihr, falls ihr das Ganze über SMB eingebunden habt, könnt ihr euch das am Computer angucken. Und wie man hier seht, werden mehrere Vorschaubilder generiert. Also einmal hier mit der Auflösung 4096 mal 2731 und einmal 1024 mal 1024. Das heißt, die Bilder, die ihr jetzt seht oder auch wenn ihr draufklickt, sind nur Vorschaubilder eurer eigentlichen Dateien. Und um diese zu erzeugen, das dauert nun mal Zeit. Jetzt kann man das mit einer App machen und dann wird dieses Erzeugen der Bilder im Hintergrund gemacht, wenn ihr sie nicht gerade braucht, sondern irgendwann nachts, abends, alle 5 Minuten, je nachdem, wie ihr das Ganze einstellt, werden diese Bilder im Hintergrund erzeugt und nicht erst erzeugt, wenn ihr zugreift. Das heißt, wenn ihr in dem Moment zugreift, wo ihr das Bild sehen wollt, dann ist es sofort da und muss nicht erst generiert werden. Okay, die App dazu gibt es ganz normal hier in Nextcloud runterzuladen oder zu aktivieren. Ihr geht wieder auf euren Buchstaben oder auf euer Zahnrad, was auch immer da ist, klickt dann auf Apps und klickt dann in der Suchleiste auf Preview. So, heute will mein Raspi irgendwie nicht. Heute ist alles ein bisschen lahm. Das ist mal wieder typische Vorführeffekt. Normalerweise geht es ja relativ fix. Und ja, ihr geht einfach hier auf diese Lupe und gebt dort einfach mal Preview ein. Und dann sollte hier eine App erscheinen. Dadurch, dass ich sie schon installiert habe, erscheint sie bei mir nicht. Aber dann wird bei euch diese App hier erscheinen. Die heißt irgendwas Preview Generator oder Generator oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Also ihr klickt dann einfach nur auf Herunterladen und Aktivieren und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr hier diese Befehle ausführen. Das Problem bei diesen Befehlen ist, dass sie wahrscheinlich auf normale Linux-Distribution irgendwie funktionieren, aber auf dem Raspberry Pi, wenn das Ganze in einem Docker installiert ist, funktioniert das nicht so ohne weiteres, sondern ihr müsst die Befehle ein bisschen anpassen. Also ihr installiert das Ganze, ist im Endeffekt einfach nur ein Klick und dann war es das auch schon. Mehr könnt ihr hier nicht machen. Als nächstes müsst ihr PuTTY öffnen und dort müssen wir jetzt ein paar Befehle eintippen, damit wir diese Vorschaubilder aktivieren, damit wir einen Cron-Tab erstellen, das heißt eine Zeit, wann diese Erstellung passieren soll. Und ja, das Ganze möchte ich euch jetzt halt zeigen. So, wir müssen jetzt ein paar Vorbereitungsarbeiten machen, damit das Ganze ein bisschen effizienter wird. Wie lange das Ganze jetzt dauert, um ein Vorschaubild zu erzeugen, hängt davon ab, erstens, wie viele Bilder ihr natürlich auf eurem in Nextcloud eingebunden habt. Ich habe zum Beispiel meine komplette Fotosammlung eingebunden und wenn ich dann diesen Scan durchführe, das dauert fast einen ganzen Tag, bis alle Bilder erzeugt wurden. Was müssen wir machen? Also wir müssen den Befehl geben, damit Bilder erzeugt werden. Jetzt gibt es hier mehrere Einstellmöglichkeiten, die ihr machen könnt. Das heißt, hier wird einmal gesagt, was für eine Qualität das Bild haben soll. Also ich habe es für mich so gemacht, dass ich einmal ein Bild erstelle mit der Auflösung 256 x 256 und eins mit 1024 x 1024. Das sind nämlich die Bilder, die, wenn ihr die App
aufruft oder, also wenn ihr die Bilder in der App aufruft oder auf dem Computer, das sind die Bilder, die generiert werden, beziehungsweise die automatisch generiert werden. Und deswegen sollte man im Endeffekt mehr oder weniger nur diese 2 Auflösungen eintragen. Ihr könnt natürlich auch weitere Auflösungen einstellen, aber das dauert dann, bis diese generiert werden. Das heißt, je nachdem, wie viele Bilder ihr anzeigen bzw. generieren lassen wollt, macht es mehr oder weniger Sinn, ja, mehr Optionen einzutragen oder weniger Optionen einzutragen. Wie ihr hier gesehen habt, wurde für ein und dasselbe Bild wurden hier mehrere Auflösungen erstellt. Einmal hier 64 x 43, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber das sind die verschiedenen Auflösungen von einem einzigen Bild. Wie ihr hier seht, das ist immer das gleiche Bild, aber halt in verschiedenen Einstellungen. Und wenn ihr das mit dieser App macht, dann könnt ihr sagen, es sollen nur Vorschaubilder erzeugt werden mit der Pixelgröße 256 und einmal 1024. Die 1024 sind dafür da, wenn ihr auf ein Bild in Nextcloud klickt und sich dieses öffnet, dann wird euch dieses Vorschaubild in 1024 mit 1024 Pixeln angezeigt, beziehungsweise je nachdem, was ihr eingestellt habt in dieser Auflösung. So, jetzt ist es da. Und hier könnt ihr auch noch sagen, was die maximale Größe ist. Denn, ich weiß, ich erzähle jetzt viel, aber damit ihr versteht, was ihr macht. Hier wurde jetzt zum Beispiel ein Bild erzeugt mit 4096 mal 2037. Das ist total 2731. Das ist total unnötig, weil man diese Auflösung normalerweise nicht wirklich braucht. Und es reicht, wenn ihr hier nur diese 1024 mal 1024 habt. Ich verlinke euch auch nochmal einen Artikel, wo es genau um dieses Thema geht und wo die Leute das so ein bisschen bereden und ihre Erfahrungen austauschen. Und Großteil der Leute verwenden halt diese 2 Auflösungen, die generiert werden. Ich für mich, für diese große Fotosammlung, habe nur diese Auflösung hier gewählt. Das heißt, es werden nur diese 256 mal 256 Bilder oder Vorschaubilder erstellt und die maximale Vorschaugröße ist 2048 mal 2048 und die Qualität liegt bei 60% der Bilder. So, jetzt könnt ihr alle Befehle einzeln eingeben oder ihr macht das hier mit 2 Und-Zeichen und jedes Mal eine neue Zeile und müsst dann nur einmal diesen Befehl hier kopieren. Und dann werden diese Bilder nur noch in diesen Auflösungen erstellt. Also ich für mich habe das so gemacht mit 256 mal 256 und die weiteren Einstellungen seht ihr ja. Ihr könnt hier mehrere Zahlen eingeben, mehrere Auflösungen, je nachdem was ihr wollt. Zum Beispiel hier 64, dann tragt ihr hier überall noch 64 ein oder 32 oder was auch immer, je nachdem was ihr wollt. Wie gesagt, hier kriegt ihr so einen kleinen Überblick, wie viele Auflösungen es gibt und was ihr benötigt. Und wie gesagt, normalerweise reicht hier 256 mal 1024. Okay, ich habe mich wie gesagt für das hier entschieden, weil es für meine Bedürfnisse reicht. Das heißt, ihr nehmt es einfach, kopiert es, geht in Putty rein mit der rechten Maustaste, nachdem ihr das Ganze natürlich installiert habt, fügt das hier ein und bestätigt das Ganze dann mit Enter. Dann bekommt ihr Rückmeldungen, dass das Ganze abgeändert wurde. Also es sollte im Endeffekt das, was ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, diese Bestätigungen, die sollten auch bei euch erscheinen, dann hat alles funktioniert. Okay, die Einstellungen wurden überschrieben und alles passt soweit. Jetzt müssen wir dem System noch sagen, wann es diese Scans automatisch durchführen soll. Es gibt auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich habe das mit einem Chrome Tab gelöst, hier auf dem System. Das heißt, es befindet sich nicht im Docker, sondern auf dem Raspberry Pi an sich, sage ich mal. Und um so einen Chrome Tab anzulegen, gebt ihr einfach, wichtig hierbei ist, dass ihr sudo eingebt, ansonsten funktionieren die Befehle nicht so, wie ich sie euch jetzt zeige. Also ihr gebt einfach sudo und dann Chrome Tab -E ein, bestätigt das Ganze mit Enter und dann bekommt ihr normalerweise eine fast leere Seite. Bei mir
steht jetzt hier schon was drin, einfach nur um euch zu zeigen, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, diese Chrome Tabs zu aktivieren bzw. Bilder zu scannen oder was auch immer. Ihr könnt es jetzt einfach mal lesen, ich blende euch das wahrscheinlich auch nochmal ins Video ein, aber für mich war das hier, das sind diese zwei Chrome Tabs, die ich verwende und aktiviert habe. Bei mir sind sie jetzt hier durch dieses Raute-Symbol deaktiviert, aber ansonsten macht er es bei mir immer um 4 Uhr oder um 4 Uhr nachts macht er bei mir einen Scan. Dieser Scan ist dafür da, um alle Dateien einmal neu einzulesen. Okay, das muss zuerst mal reichen, um alle Dateien neu anzulegen oder neu einzulesen. Und das hier ist jetzt auf jede Minute eingestellt, was total Blödsinn ist. Ich habe es normalerweise auf 60 Minuten, das heißt, dann steht hier nicht eine 1, sondern eine 60. Aber um das erste Mal diese Bilder zu erzeugen, beziehungsweise um euch das hier zu zeigen, habe ich das hier auf 1 gestellt. Ansonsten steht da eine 60. Ihr könnt auch hier wieder auswählen, was ihr wollt, was euch am besten gefällt. Alle 10 Minuten, alle 20, wie auch immer, könnt ihr alles hier eintragen. Was wird jetzt hier gemacht? Also hier schicken wir den Befehl an Docker und sagen, er soll alles einmal scannen. Wie ihr seht, könnt ihr hier auch nochmal per Pfad machen, dass ihr sagt, dass nur ein bestimmter Pfad gescannt wird oder was auch immer. Das bleibt euch überlassen. Dann soll auch noch eine Log-Datei erstellt werden. Diese Log-Datei wird bei mir auf meiner SSD gespeichert, dann in dem Ordner AppData und dort dann einfach crontab scan.log wird dort eine Datei erstellt und die wird auch nicht gelöscht, sondern jedes Mal, wenn er neu scannt, kommt dort eine neue Zeile hinzu. Ich zeige euch das auch nochmal gleich. Und das gleiche gilt für diese Vorschaubilder. Das heißt, jedes Mal, wenn gescannt wurde, das könnt ihr dann auch dafür benutzen, um zu sehen, ob irgendwie Fehler aufgetaucht sind oder ähnliches. Das heißt, jedes Mal, wenn das hier gescannt wird, bekommt ihr hier so einen Log-Eintrag. Das Ganze sieht dann bei mir auf dem Computer so aus. Also wir haben hier diese Chrome Tab Preview und hier diesen Chrome Tab Scan und dann könnt ihr sehen, wann alles wie gescannt wurde und ob es irgendwelche Fehler gab oder nicht. Ich zeige euch das aber gleich nochmal. Okay, wichtig hierbei, ihr müsst natürlich euren Pfad eintragen, das heißt, wo befindet sich das Ganze, wenn ihr es so gemacht habt wie ich, das heißt in einem OMV-Docker und Nextcloud dann über diesen Stack installiert habt oder über diesen Stack installiert habt, dann sollte euer Pfad bzw. das, was ihr eingeben müsst, mehr oder weniger so aussehen wie hier. Wenn ihr nur einen Ordner anlegen wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass hier euer Benutzernamen, den ihr in Nextcloud verwendet, dass hier euer Benutzername drin steht. Das heißt, bei mir steht jetzt halt eddy-file und bei euch muss dann irgendwie, was auch immer ihr eingegeben habt, dort eingetragen werden. Und darauf achten, dass hier nicht zu viele Leerzeichen drin sind, sondern dass halt immer nur ein Leerzeichen drin ist, damit es hier nicht zu Fehlern kommt. Dieses VV bedeutet einfach nur, dass ihr sehr viele Einträge bzw. alles, was gemacht wird, wird geloggt. Das heißt, wenn ihr 1 Million Bilder scannt oder generieren lasst, werden euch hier 1 Million Zeilen ausgegeben und diese Logdatei gespeichert. Diese Logdatei wird dann extrem groß und bringt dann wahrscheinlich euren Raspberry Pi zum Abstürzen. Zum Testen kann man das verwenden, um zu sehen, ob alles richtig gemacht wurde oder nicht. Aber wenn ihr im Alltagbetrieb reicht es so, wie ihr das hier seht. Okay, wenn ihr diese Zeilen hier eingetragen habt, wie gesagt, ohne dieses Rautezeichen, dann könnt ihr im Endeffekt auch schon loslegen. Mehr müsst ihr nämlich nicht machen. Das ist alles, was ihr machen müsst. Das heißt, hier in meinem Fall entferne ich jetzt hier einfach mal dieses Rautezeichen und dann sollte bei mir halt hier der komplette Pfad gescannt werden. Ich mache das jetzt mal, speichere das, bestätige das Ganze, also Steuerung X, um rauszugehen und dann Y bestätigen und dann Enter bestätigen. Und dann sollte er bald anfangen zu generieren. Das heißt, jede Minute fängt er dann an und generiert neu. Ihr müsst keine Angst haben, wenn er immer noch am Scannen ist, dann erzeugt er
macht er nicht mehrere Prozesse auf und scannt 10-mal, sondern jedes Mal, wenn er fertig ist, dann scannt er halt nochmal von Neuen und nochmal von Neuen und nochmal von Neuen, je nachdem, was für eine Zeit ihr dort eingestellt habt. So, was gibt es noch sehr Wichtiges zu erzählen, bevor er jetzt hier anfängt zu scannen? Es gibt nämlich noch einen wirklich sehr wichtigen Punkt. Ich hoffe, ihr schaltet nicht zu früh ab. Und zwar ist es so, wenn ihr viele Dateien, viele Ordner in Nextcloud eingebunden habt, dann wollt ihr ja nicht, dass er jeden Ordner scannt, weil es gibt bestimmte Ordner, von denen man überhaupt keine Vorschaubilder braucht oder womit er sich einfach nicht beschäftigen soll. Und wenn er sich nicht damit beschäftigen soll, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ihr das macht. Und zwar erstellt ihr einfach eine neue Datei in dem Ordner, die nicht gescannt werden soll. Und diese Datei nennt ihr hier .nomedia. Das heißt, ihr geht einfach hin, rechte Maustaste, neue Datei einfügen, neue Textdatei und sagt hier einfach alles markieren. .nomedia, bestätigt das Ganze und dann wird eine neue Datei erstellt und dann scannt er halt nicht mehr. Beziehungsweise überspringt dann diesen Ordner und dieser Ordner wird dann nicht gescannt. Wichtig hierbei, was mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat, wenn ihr diese No-Media-Datei löschen wollt, dann müsst ihr auch nochmal einen kompletten Scan eurer Dateien durchführen. Ansonsten überspringt er das immer wieder, weil ich hatte zuerst mal nur Vorschaubilder generiert und hatte dieses No-Media dann rausgenommen und hatte mich gewundert, dass er dann keine Vorschaubilder von diesem Ordner erzeugt. Das liegt daran, dass er sich gespeichert hat, dass er dort nicht scannen soll und dann überspringt er das jedes Mal. Und deswegen, bevor ihr, beziehungsweise nachdem ihr diese No-Media-Datei gelöscht habt, müsst ihr nochmal einen neuen Scan durchführen. Wenn ihr das Ganze scannt, dann sieht es so aus wie hier. Moment, ich blende euch mal was ein. Also nicht, wenn ihr scannt, wenn ihr Vorschaubilder erzeugt, dann sieht das Ganze so aus wie hier. Das hier war einmal ohne dieses 3xV. Das heißt, er hat mir nur diese grobe Unterteilung gesagt, was er gerade gemacht hat. Und das hier, da habe ich dieses VVV aktiviert. Das heißt, hier in diesem Cron Tab hatte ich euch ja erzählt mit diesem VVV. Moment, ich muss es nochmal größer machen. Mit dem hier, also wenn ihr dieses minus VVV einfügt, dann wird euch das so ausgegeben wie hier. Aber wie ihr seht, ist dann für jede Datei, die erzeugt wurde, wurde hier eine Zeile erstellt. Und das kann bei vielen Dateien dann halt irgendwann mal problematisch werden. Und wenn ihr so eine No-Media-Datei drin habt in einem Ordner, dann sieht das Ganze so aus wie hier. Also hier habe ich dann diese No-Media-Datei eingefügt und dann sieht man hier, dass er diesen Ordner überspringt und den Ordner und den Ordner. Und wenn diese Vorschaubilder erzeugt wurden, dann geht das Ganze auch, wie gesagt, relativ fix und dauert dann nicht mehr so lange, bis euch ein Bild angezeigt wird. So, aktuell wurden ja alle Ordner hier übersprungen, deswegen nehme ich jetzt mal dieses Skip weg. Das heißt, ich entferne diese No-Media-Datei aus dem ersten Ordner und dann werdet ihr sehen, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Laden vom Testordner 1 und von dem Testordner 2, wo halt noch keine Vorschaubilder erzeugt wurden. Also zuerst mal diese No-Media-Datei löschen und dann gehen wir hier nochmal in diesen Cron Tab rein. Ihr könnt die Befehle natürlich auch hier einfach rauskopieren und ins PuTTY-Fenster ganz normal einfügen. Also wir sagen, er soll nochmal alles scannen. Das ist dieser Befehl hier. Mal ganz groß machen, damit man das auch sieht. Also nicht das. Wir wollen ja, dass er zuerst mal diese No-Media-Datei erkennt, dass sie nicht mehr da ist. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. So, geben hier sudo ein und sagen sudo docker bla bla bla. Er soll alles noch einmal scannen und soll dann halt auch eine Log-Datei erstellen. Gucken wir uns das Ganze hier an. Beziehungsweise bevor wir das machen, beenden wir zuerst mal den alten Job.
damit es nicht jede Minute ausgeführt wird. Also einfach wieder hier ein Rautezeichen reinmachen, Steuerung X, bestätigen und ja. Und dann geben wir hier wieder unseren Befehl, dass er scannen soll. Und jetzt sagt er Permission Deny. Das ist, weil wir hier auch noch ein sudo eingeben müssen. Dieses crontab arbeitet ja schon als sudo, deswegen muss man das dort nicht eingeben, aber hier muss man das hier eingeben. So, und jetzt wird alles nochmal gescannt und dann sollte sich diese Logdatei hier bald ändern. Sobald er fertig ist, wird hier die Logdatei reingeschrieben und hat er nicht gemacht. Mal wieder so ein Vorführeffekt. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? So, ich weiß jetzt nicht, woran der Fehler liegt, dass er es nicht in diese Logdatei gemacht hat. Ich möchte jetzt aber auch nicht weiter danach schauen. Ich blende euch das nochmal ein, wenn ich weiß, woran das lag. Denn normalerweise sollte das Ganze hier funktionieren. Deswegen ändere ich das hier einfach mal ab und sage, er soll das jede Minute einmal scannen. Und ja, dann sollte das auf jeden Fall so funktionieren. Achtet darauf, dass ihr ja das Format einhaltet. Das heißt, dass hier diese Zeiten stimmen, diese Cron-Tabs, diese Cron-Darstellung, dass die passt. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Okay, also wieder schließen, bestätigen und dann sollte hier eine neue Logdatei gleich erscheinen, wenn eine Minute vergangen ist mit der aktuellen Uhrzeit. Und wie ihr seht, wurde sie jetzt erstellt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag, dass es vorher nicht funktioniert hat. Aber wie ihr seht, hier ganz am Ende, hier steht einmal, was er alles gescannt hat. Beim Ordner Nummer 1 hat er ja vorher diese No-Media-Datei drin gehabt und das hat er jetzt vermutlich aktualisiert. Und wenn wir ihm jetzt sagen, er soll diese Vorschaubilder generieren, dann sollte eigentlich nicht mehr Skipped drin stehen, sondern das sollte jetzt funktioniert haben. Das heißt, ich mache hier wieder zuerst mal alles zu oder auskommentieren und bestätige das Ganze und dann sollte jetzt gleich eine neue Datei erstellt werden, wo kein Skip mehr da ist. So, ich lösche das Ganze hier mal. Okay, ich kann es nicht löschen, weil ich keine Zugriffsrechte habe, aber ich kann runterscrollen. So, jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt wurde eine neue erstellt. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dort kann man sich dann ansehen, was er gemacht hat und ob er diesen Folder 1 geskippt hat oder nicht. So, hier sieht man nochmal, vorher hat er ja immer geskippt. Das sieht man hier dran. Und jetzt ist er in diesem Ordner Test 1 und scannt den. Muss ich die wieder zumachen, damit er neu reinschreiben kann. Und dann sollte er dort jeden Ordner bzw. jede Datei einmal scannen, weil dort jetzt halt keine No-Media-Datei mehr drin ist. So, jetzt ist er fertig. Jetzt sieht man hier, dass er den gescannt hat und die anderen, weil dort immer noch eine No-Media-Datei drin ist, dass er die übersprungen hat. Okay, also das funktioniert auch, wie ihr seht. Und jetzt gucken wir uns mal den Vergleich an, wie das Ganze mit und ohne Preview-Generator aussieht. Dazu muss ich aber jetzt zuerst mal diesen Cron-Job wieder stoppen. Ansonsten wird er ja jede Minute ausgeführt und das verlangsamt dann die Performance. Also das hier wieder stoppen und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Also das ist der Testordner, der wird jetzt ganz normal geladen und hier sollten im Testordner Nummer 1 sollten halt diese Preview-Bilder schon drin sein. Das heißt, wenn ich das hier öffne, muss er nicht zuerst mal alles erzeugen, sondern wie ihr seht, ist alles sofort da. So, das habe ich jetzt ein bisschen spät eingeblendet, aber ihr müsst mir da jetzt einfach mal glauben, dass das so war. Und wenn ich jetzt hier den Testordner Nummer 2 öffne, dann sieht man, dass er hier jetzt diese Vorschaubilder zuerst mal generieren muss und das dauert jetzt wieder, wie gesagt, eine halbe Ewigkeit, bis er das gemacht hat und ja, dadurch wird das Ganze ein bisschen besser, wenn ihr diese App verwendet und wenn ihr das Ganze so einstellt, wie ich es euch gerade gezeigt habe. So, gucken wir uns nochmal Testordner Nummer 3, da ist das Ganze genau das gleiche. Hier muss auch wieder alles
geladen werden und das dauert halt. Okay, also im Endeffekt war es das. Es ist relativ einfach. Ihr installiert diese App. Ihr sagt, was für Vorschaubilder er generieren soll. Die Links und die Kommandos, die verlinke ich euch alle unter dem Video. Und dann müsst ihr noch einen Chrome-Tab erstellen und das war's. Im Endeffekt ist das eine Arbeit von 2-3 Minuten. Ich habe jetzt für das Video relativ lange gebraucht, oder weil ich es ein bisschen detaillierter erklären wollte. Und wenn man weiß, was man macht, ist das relativ einfach. Aber wie gesagt, ich wollte es ein bisschen ausführlicher erklären, damit jeder das versteht, was er da macht und auch die Unterschiede sieht. Okay, also das war's jetzt für heute. Video ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber okay. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo dalassen würdet. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr etwas in der Kommentarspalte dalasst. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit eurem jetzt schnellen Nextcloud.